Heute machen wir einen Proteinkaiserschmarrn aus dem Airfryer und dafür brauchst du die folgenden Zutaten. So, hier habe ich jetzt schon alles vorbereitet. Lass uns auch direkt starten. Wir beginnen damit, die Eier aufzuschlagen und diese zu trennen. Und eine kleinere Schale, am besten eine hohe, kommt das Eiweiß rein. Und das Eigelb gebe ich direkt zum Skyr. Ich habe heute Skyr genommen, du kannst aber auch Quark nehmen dazu. Das machen wir jetzt mit allen Eiern. Zu dem Eiweiß eine Prise Salz dazu und dieses steif schlagen. So, wenn das Ei steif geschlagen ist, geht es weiter mit unserer Quark-Eiermasse oder Skyr-Eiermasse. Hier geben wir als nächstes noch ein bisschen Milch dazu. Verrühren das jetzt erstmal. So, dann kommt hier drauf noch Vanillezucker, bisschen normaler Zucker. Kannst aber auch Zuckerersatz nehmen, wenn du das lieber magst. Backpulver. Beginnen das auch wieder einzurühren und lassen so langsam unser Mehl damit reinsickern. Ich habe hier Dinkelmehl genommen, du kannst aber auch Weizenmehl nehmen. So, dann beginnen wir auch schon mit dem Airfryer. Hier habe ich jetzt eine Form, die in meinen Airfryer reinpasst. Dort gebe ich jetzt ein bisschen Butter rein. So, dann stelle ich die in den Airfryer rein. Und mache den Airfryer für ca. 1 bis 2 Minuten bei 170 Grad an, damit die Butter schmilzt. Und in der Zeit heben wir unsere Eiweißmasse noch unter den Teig. Die macht den ganzen Kaiserschmarrn fluffiger und leicht. So, das jetzt hier schön unterheben. So, jetzt ist das hier fertig untergehoben und der Airfryer hat auch gepiept. Dann gucken wir mal nach unserer Butter. Die ist jetzt soweit gut. Dann verteile ich das hier jetzt. So, dann geben wir jetzt hier unseren Teig drauf. So, ein bisschen leicht verteilen. Und hier gebe ich jetzt noch Rumrosinen drauf. Das sind einfach Rosinen, die ich zu Beginn schon eingelegt habe in Rum. Du kannst ja aber auch in Wasser einlegen, wenn du es mit Rum nicht magst. Aber für mich ist ein Kaiserschmarrn immer nur ein echter Kaiserschmarrn, wenn die Rosinen im Rum waren. So, die da drauf quasi einfach verteilen. Und jetzt kommt das Ganze für erstmal 12 Minuten bei 170 Grad zurück in den Airfryer. So, unser Kaiserschmarrn hat gepiept. Dann schauen wir doch mal, wie er aussieht. Boah, das sieht schon sehr gut aus. Jetzt geht es quasi nur noch daran, den zu zupfen. Dazu nehme ich immer 2 Löffel. Und dann zupfe ich den hier so leicht auseinander. Oh, mega fluffig. Der riecht auch schon so lecker. So. Flüssige Anteile ein bisschen weiter nach oben. Und fürs Karamellisieren, was ja so typisch ist für einen Kaiserschmarrn, gebe ich jetzt hier nochmal Zucker drüber. Und jetzt mache ich ihn nochmal für 4 bis 6 Minuten bei 170 Grad zurück in den Airfryer. So, dann schauen wir mal nach. Perfekt. Meiner war jetzt nochmal so für 6 Minuten im Ofen. Ist aber unterschiedlich, je nachdem, wie dein Airfryer läuft. Sehr gut. Sehr fluffig und knusprig, leicht karamellisiert. Perfekt. Super lecker. Hier gebe ich jetzt nur noch für die Optik so ein bisschen Puderzucker drauf. Gehört ja generell auf einen Kaiserschmarrn. Und jetzt kommt nur noch die große Frage, was dazu? Zwetschgenkompott oder Apfelkompott? Schreib's mir in die Kommentare, mit was du deinen Kaiserschmarrn am liebsten isst.